Heute ein ganz besonderes Produkt für mich, weil ich persönlich finde diese Art von Produkt komplett überflüssig. Viele sehen das aber anders und egal ob es Quatsch ist oder nicht, Byter hat den Quatsch richtig gut umgesetzt. Das neue Produkt von Byter für 2022 heißt Mikroklicker. Immer wenn Byter ein neues Produkt vorstellt, ist ihnen die Aufmerksamkeit der Bogensportbranche eigentlich sicher. Denn Byter bringt nicht irgendeinen Stabilisator auf den Markt. Sie denken den Stabilisator revolutionär neu. Byter hat keine einfachen Gummiball zum Anschrauben für den Stabi im Sortiment. Nein, sie bringen die maximal einstellbare V-Box auf den Markt. Und die Compound-Pfeilauflage von Byter könnte eigentlich als Symbolbild für German Engineering in einem Werbeflyer des Auswärtigen Amtes abgedruckt sein. Um es kurz zu machen, wenn Byter was macht, machen sie es richtig. Zumindest ist das ganz offenbar ihr Anspruch. Der Nachteil ist, dass Byter dadurch in der Entwicklung manchmal etwas langsamer ist als die Konkurrenz. Dafür bleiben die Produkte aber oft lange Jahre auf dem Markt und werden regelmäßig zu Evergreens. Wie zum Beispiel der Byter Button oder eben auch der Byter Clicker. Und so hat sich Byter auch diesmal Zeit gelassen, ein Update oder eher Upgrade ihres Clickers auf den Markt zu bringen. Hier muss man aber auch sagen, allein waren sie nicht am Werk. Der Byter Mikroklicker ist ein Produkt, was Byter von der ebenfalls schwäbischen Firma TechHRO übernommen hat. Das Unternehmen, was TechRO ausgesprochen werden möchte, hat bis vor kurzem High-End-Equipment für den Schieß- und Bogensport entwickelt. TechRO hat unter anderem V-Bars mit integrierter Schnellkupplung gebaut, ein Trainingsgerät, um mit einem normalen Bogen Trockentraining betreiben zu können und eben einen Mikroklicker. Letztes Jahr kam dann die Nachricht, dass TechRO nur noch sich auf den Schießsport konzentrieren möchte, die Produktion der Produkte für den Bogensport also eingestellt wird. Da es aber einige Fans des Mikroklickers gab und da Byter nur 20 Minuten Fahrt von TechRO entfernt im Schwarzwald sitzt, hat man da offenbar die Zeichnungen eingepackt, ist rübergefahren und hat sich zusammengesetzt. Und nun hat Byter das Produkt also übernommen, stellt es weiter her und haucht ihm dabei gleich auch ein bisschen neues Leben ein, indem sie es vor der offiziellen Vorstellung gleich noch ein bisschen überarbeitet haben. Bevor wir jetzt aber zu den Features kommen, was ist denn überhaupt ein Mikroklicker? So richtig viele gibt es davon nicht auf dem Markt, von daher hätte ich jetzt auch Verständnis, wenn der ein oder andere nebenbei schon mal bei Google eingetippt hat, wovon ich hier überhaupt rede. Mit einem Mikroklicker bezeichnet man im Grunde eine Konstruktion, die es ermöglicht, die Klickerposition genau einzustellen und wiederzufinden. Üblicherweise ist der Klicker ja nur mit einer Schraube im Bogenfenster befestigt. Diese wird gelöst, der Klicker wird ein wenig zur Seite gedrückt und die Schraube wieder festgezogen. Oder man hat die Schraube nur genau so festgezogen, dass sich der Klicker mit einigermaßen viel Kraft noch verstellen lässt und sich die Position von alleine aber nicht mehr ändert. Das ist natürlich eine Lösung, die schon einem Maschinenbaustudent im ersten Semester peinlich wäre, das ist klar. Und es gab eben nun Leute, die das ändern wollten. Das Klickerblech wird bei einem Mikroklicker nicht mehr direkt am Bogen befestigt, sondern an etwas, was einem Visierschlitten nicht unähnlich sieht. Und dieses Bauteil wird dann passend zum Lebensmotto des guten Schlossers, eine Schraube ist keine Schraube, nicht mehr am Gewinde für den Klicker befestigt, sondern mit zwei Schrauben auf der Rückseite des Bogens, dort wo auch das Visier angeschraubt wird. Ich drücke nun, wenn ich meinen Klicker verstellen will, nicht mehr am Klicker selbst herum, sondern habe einen Mechanismus, wo ich das kontrolliert tun kann. Mit einer Skala, wo ich sehen kann, wie viel ich verstelle und mit Klicks, ganz so wie beim Visier oder eben auch beim Button. Der Byter Mikroklicker wird mit einer Montageplatte geliefert, die es in zwei verschiedenen Längen gibt. Und diese wird eben unter die Montageplatte vom Visier geschraubt. Das Visier habe ich jetzt hier mal weggelassen, damit man das besser sehen kann. Diese Platte hat eine Dicke von 2 mm. Um diesen Beitrag wird dadurch also das Visier nach rechts oder bei Linkshand nach links versetzt. Also nicht vergessen, nach der Montage muss eine seitliche Korrektur an der Visiereinstellung vorgenommen werden. Beim TechRO Mikroklicker war die Platte aus Carbon und montiert wurde in geraden Langlöchern. Byter hat sich für eine Platte aus Alu entschieden und die Langlöcher umgestaltet zu diesen überlappenden Bohrungen. Das ist ziemlich praktisch, weil man hier automatisch die Platte gerade montiert, wenn man einfach oben und unten das gleiche Loch nimmt. Wie zum Beispiel in meinem Fall hier das dritte Loch von vorne. Es gibt jetzt eine Aufnahme für das Klickerblech, die sogenannte Ausrichtplatte. Das ist dieses Kunststoffteil. Dort drückt man den Klicker richtig hinein. Das hält dann von alleine da drin
Und darüber kann man eben auch die Höhe einstellen, wie das eben beim ganz normalen Byter-Clicker auch der Fall wäre. Dieses Teil wird jetzt hier aufgesetzt und passt dann auf die dafür vorgesehenen Nuten, mit denen sich der Klickerwinkel in festen Schritten von 7,5 Grad einstellen lässt. Wir haben hier einen Einstellbereich von plus minus 37,5 Grad, also insgesamt 10 Schritte, 5 nach vorne, 5 nach hinten. Obwohl der Klicker durch die Konstruktion ja eh schon relativ weit vorne steht. Also ich würde sagen, in der Regel würde man da jetzt keinen großen Winkel nach vorne einstellen, denn irgendwann ist ja auch mal die Klickerplatte zu Ende an so einem Mittelteil. In den meisten Fällen wird man den wohl eher relativ gerade stehen haben. Das Ganze wird jetzt ziemlich easy mit dem gewohnten Rädchen von Byter montiert. Und schon ist der Mikroklicker einsatzbereit. An der Vorderseite gibt es nun ein Verstellrädchen und eine ziemlich gut ablesbare Skala auf der Oberseite. Und über den kann ich jetzt also die Einstellung ablesen, notieren und wiederfinden. Ein Klick sind 0,125 mm Verstellung und wir haben einen Gesamtweg von 10 mm. Da schraubt man also eine ganze Weile, bis man an der anderen Seite angekommen ist. Ich habe das Klickerblech nun absichtlich genauso gelassen, wie es geliefert kam, weil hier kann man nämlich ganz gut etwas erkennen, was mir nicht so gut gefallen hat. Und zwar hat diese ganze Konstruktion natürlich eine gewisse Dicke. Ich habe jetzt hier ein Mittelteil, das am Bogenfenster eine Materialstärke von 13 mm hat. Das Mikroklickergehäuse hat eine Dicke von 13,5 mm und inklusive der Ausrichtplatte sind es 15,5 mm. Das heißt, der Klicker steht hier über das Mittelteil hinaus und der Klickerschuh liegt hier unten nicht mehr an der Mittelteil oder an der Klickerplatte an. Dazu muss ich sagen, das kann natürlich bei anderen Bögen auch anders sein. Je dicker die am Bogenfenster sind, desto weiter verschwindet der Mikroklicker hinter dem Bogenfenster und je dünner die sind, desto mehr steht er eben hervor. Beim Byter-Clicker wird in der Regel nicht kritisiert, dass er zu laut ist oder zu stark. Ganz im Gegenteil. Die Leute biegen sich oft die Bleche zurecht, damit das Blech einfach kräftiger andrückt. Das hätte man meiner Meinung nach hier gleich mitlösen können. Wenn man hier mit so einer fancy Konstruktion schon um die Ecke kommt, das wäre doch sicher doch irgendwie gegangen. Für die Launcherbleche an der Compound-Pfeilauflage von Byter gibt es solche keilförmigen Blöcke, um den Winkel einzustellen. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man mit dieser Ausrichtplatte das irgendwie verbindet, dass man einen Winkel quer zum Bogen einstellen kann. Also im Grunde, dass ich eine Vorspannung einstellen kann, ohne am Blech herumbiegen zu müssen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, wo das Produkt gerade auf den Markt gekommen ist, aber hey, Byter, ihr habt mich auch nicht gefragt vorher, also ist nicht meine Schuld. Naja, letztlich heißt das nichts anderes, als dass man eben ums Herumbiegen am Blech nicht herumkommt. Ja, da hilft auch der tollste Mikroklicker nichts. Das ist natürlich auch nicht die Aufgabe dieses Bauteils, aber wenn ich mir das Teil frisch aus der Packung nehme und an den Bogen montiere und dann sieht das so aus und klingt so, dann ist das irgendwie nicht gerade ein Wow-Moment. Ist leider so. Den neuen Byter Mikroklicker gibt es, wie erwähnt, mit zwei verschiedenen Montageplatten. Es gibt selbstverständlich Versionen für Rechtshand und für Linkshand und es gibt ihn wahlweise als Komplettpaket mit zwei verchromten Klickerblechen in 0,2 und 0,25 mm oder es gibt das Basiskit, dort fehlen die Bleche, das Klickerrad ist aber in beiden Fällen mit dabei. Beides findet ihr natürlich schon bei uns im Shop und unter diesem Video verlinkt. Und die ersten ganz schnellen haben auch schon zugeschlagen. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge an euch da draußen verschickt. Tja, ich habe es am Anfang schon angeteasert. Hier also mein ganz persönliches Fazit. Wer mich kennt als Schütze, der weiß das. Ich habe es immer einfach haben wollen. Und ich bin immer sehr kritisch, wenn es darum geht, dass irgendwas im Bogensport overengineert wird, ohne dass es wirklich meine Ergebnisse steigert. Ich sehe schon kritisch, wenn Visiere zu fein einstellbar sind und rechne den Leuten dann davor, was ein Klick vorne auf der Scheibe wirklich ausmacht. Wenn jetzt also jemand neben mir an der Linie steht und einen Klick am Visier stellt und dann einen Klick am Klicker, dann weiß ich nicht, wie ernst ich das nehmen kann. Ich finde gut, dass man mit dem Teil seine Einstellung recht zuverlässig wieder finden kann. Man muss keine Markierungen auf der Klickerplatte irgendwo machen. Es gibt einfach eine Einstellung, die ich notieren kann. Die Kombination aus den entsprechenden Löchern an der Montageplatte, dem
Klickerwinkel und der Einstellung auf der Skala an der Oberfläche sollte am gleichen Bogen immer genau die gleiche Einstellung wiederbringen. Aber ich bin eben einfach nicht davon überzeugt, dass ich meinen Klicker um 0,125 mm verstellen können muss. Bis auf die Nörgelei, die ich schon angebracht habe, ist das Ding von Beiter aber wie gewohnt sauber verarbeitet, passt an alle üblichen Mittelteile und so richtig was falsch machen kann man damit wie immer bei Beiter nicht. Wer so etwas gesucht hat, der findet hier eine qualitativ hochwertige Lösung und weil Beiter weltweit so einen guten Ruf im Bogensport besitzt, bin ich mir sicher, dass wir den Beiter Mikroklicker demnächst häufiger auch in der Weltspitze sehen werden. Da ist mal völlig egal, was ich davon halte. So viel also zum neuen Beiter Mikroklicker. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach einen Daumen nach unten, auf keinen Fall einen Kommentar dalassen und bitte nicht abonnieren, ihr kennt das Spiel. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns an der Schießlinie oder sicher im nächsten Video.